Ja, okay, wir wissen es. Es ist 11:55. Eigentlich höchste Zeit, was zu tun in Sachen Klimaschutz. Aber was? Gute Frage. Ich fahre weniger Auto, weniger Plastik kaufen. Ich drehe meine Heizung etwas zurück. Wir alle Menschen können was für den Klimaschutz tun. Ich glaube, dass es nicht nur 11:55 ist, sondern 3 Minuten nach 12. Laut einer Studie der Universität Erfurt schätzen 73% der Deutschen den Klimawandel als große Bedrohung ein. Die Erkenntnis ist also da, aber trotzdem handeln wir nicht entschlossen genug. Warum das so ist, damit beschäftigt sich der Umweltpsychologe Marcel Hunecke von der FH Dortmund. Der Klimawandel ist ein abstraktes Problem, selten direkt wahrnehmbar und deswegen kommt er in der Problembearbeitung relativ spät. Erstmal muss ich regeln, wie kriege ich meinen Tag geregelt, wie kann ich vielleicht mit meinen Kindern, mit versorgenden Personen umgehen, wie bekomme ich mein Geld in die Haushaltskasse und dann ist da am Ende noch der Klimawandel. Doch auch wenn uns Alltagsprobleme dringlicher erscheinen, dadurch verschwindet die Klimakrise ja nicht. Und wir erfinden immer neue Ausreden. Diese zum Beispiel. Was kann ich denn schon tun? Kann ich wirklich die Welt retten, wenn ich auf den Kurztrip nach Mallorca verzichte? Oder mich bei Regen aufs Fahrrad setze, statt schnell mal das Auto zu nehmen? Mal ein paar Fakten. Um den Klimawandel zu stoppen, sollte eine Person maximal 600 Kilogramm CO2 pro Jahr verursachen. Durchschnittlich kommt aber in der EU jeder auf 7,8 Tonnen. In Deutschland sind es sogar über 8 Tonnen. Da könnten wir was gegen tun. Ein Beispiel. Wenn ich mich jeden Sonntag für die 2 Kilometer einfache Strecke zum Bäcker aufs Rad schwinge, spart das im Jahr rund 26 Kilo CO2 pro Kopf. Würde das jeder so machen, kämen wir allein hier auf über 2 Millionen Tonnen Einsparpotenzial. Oder die Wäsche mal auf 30 statt auf 40 Grad waschen. Das reduziert die CO2-Emissionen um 38% pro Waschgang. Klar, könnte man machen, aber andere sind doch viel schlimmer als ich. Noch so eine Ausrede, die anderen sind schuld. Zum Beispiel der Nachbar mit seinem SUV oder das Rentnerpaar, das gerade mal wieder mit dem Kreuzfahrtschiff übers Mittelmeer schippert. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auch vielleicht noch das retten können von dem, was die vorherigen Generationen vielleicht auch schon nicht so gemacht haben, weil einfach dem Thema nicht so viel Beachtung geschenkt wurde. Wir tun in Deutschland meiner Meinung nach nicht zu wenig. Ich würde sagen, die Länder außenrum tun zu wenig. Mir persönlich wäre Klimaschutz schon wichtig, wenn es einen Sinn machen würde in der Form, dass alle mitmachen. Denn wenn wir einmal sehen, dass in der jetzigen Zeit China 20 Flughäfen baut, dann frage ich mich, ob das sein muss, ob das für den Klimaschutz nicht unnötig ist. Klar, könnte man so sehen. Die Chinesen sind die größten Klimakiller. Und tatsächlich, beim weltweiten Gesamtausstoß liegen sie mit einem Anteil von 30% vorn. Aber China hat halt auch über 1,4 Milliarden Einwohner und ist 26 Mal größer als Deutschland. Und wenn ich dann sehe, einige Länder verbrauchen sozusagen noch mehr, dann kann ich meine Verantwortung sozusagen leugnen oder zurückweisen an der Stelle. Dabei vergleicht man den CO2-Fußabdruck, den jeder Einzelne durchschnittlich verursacht, gibt es keinen Grund, sich zurückzulehnen. Hier liegen die Deutschen gleich auf mit China mit 8,1 Tonnen CO2 pro Kopf. Im Vergleich dazu, ein Inder liegt bei 1,9 Tonnen. Und weltweit zählt Deutschland zu den 10 größten CO2-Verursachern. Aktuell liegen wir mit rund 2% auf Platz 6. Wir stehen also gar nicht so gut da. Um das zu ändern, müssten wir dann wohl oder übel verzichten. Aber wer will das schon? Heißt das ab sofort nur noch einmal pro Woche das geliebte Frikadellenbrötchen? Urlaub ab jetzt ausschließlich mit der Bahn? Mal ehrlich. Und Klamotten nur noch gebraucht vom Flohmarkt? Verzichten, so. Der Verzicht an sich ist nicht das Schwere. Ich könnte ohne Probleme auf Dinge verzichten. Aber wenn ich halt sehe, dass der Rest der Welt nicht darauf verzichtet, beziehungsweise die Wirtschaftsländer, die schwer im Wachstum sind, nicht darauf verzichten, das fällt schwer. Ich glaube, dass das ganze Thema mit Verboten, ja, dass das immer nur auf Widerspruch stößt, ja, und Widerstand und dass es dann schwieriger wird, das umzusetzen. So sieht es auch Marcel Hunecke.
Mit Verboten erreichen wir nichts. Es gibt aber auch noch, und das ist einfacher, das Anders- oder das gemeinschaftlich Handeln. Auch da ist ein riesiges Potenzial eigentlich für Nachhaltigkeit. Und anders heißt, dass man versucht, das gleiche Verhalten, da braucht man im Verhalten gar nicht zu ändern, auf eine umweltschonendere Art und Weise durchzuführen. Da sind häufig dann technologische Innovationen möglich, ja, im Bereich Energie, dass man regenerative Energiequellen halt nutzt. Man heizt trotzdem weiterhin, muss gegebenenfalls mehr Geld dafür bezahlen. Ne? Das kriegt man dann an der Stelle nicht geschenkt, aber das sind dann wirklich, ich muss es einfach nur anders machen. Und das gemeinschaftlich machen, zum Beispiel einfachstes Beispiel, wenn ich das Auto mit 4 Personen nutze oder wenigstens mit 2, ist es schon mal doppelt so umweltentlastend, wie wenn ich die ganze Zeit alleine fahre. Okay, das mache ich. Ab morgen. Heute fahre ich noch mal mit dem Auto zur Arbeit, passt gerade nicht so. Das ist der Klassiker, bei dem ich mich auch oft ertappe. Das ist ja wie zum Beispiel bei einer Diät oder so, da nimmt man sich auch einen Tag, wo man dann doch was Süßes oder sowas isst. Ich denke, nicht jeder ist da 100%ig konsequent. Und solange der Mensch sich im Komfort bewegt, passiert tatsächlich überhaupt nichts. Dabei sind die Folgen doch schon heute unübersehbar. Warum tun wir dann immer noch so, als ob es uns nichts angeht? Das hängt sicherlich auch mit dem parallelen Aufkommen weiterer großer Krisen, eben auch globalen Ausmaßes zusammen. Ne? Das sind 2 Stück auf jeden Fall. Also die Covid-Krise war weltweit, hat das Verhalten wirklich stark auch beeinflusst, ganz konkret. Das war der erste sozusagen Rückschlag für die Klimadebatte. Und der zweite sind sicher jetzt die zunehmenden Kriege. Das zieht im Moment mehr Aufmerksamkeit auf sich. Ständig neue Horrornachrichten. So viele, dass uns das einfach überfordert. Die Folge? Wir verdrängen den schleichenden Prozess des Klimawandels. Das belegt auch eine Studie des Umweltbundesamts. War das Thema Klimaschutz im Jahr 2020 für 65% der Befragten wichtig, waren es 2 Jahre später nur noch 57%. Was tun? Die Zeit drängt. Wir brauchen kleine, aber konkrete Ziele, die einfach umsetzbar sind, sagt der Experte. Morgen, wenn das Wetter gut ist, fahre ich das erste Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zum Beispiel. Und dann einen konkreten Plan machen und absichern, vielleicht auch einen Plan B, wenn es nicht klappt. Wenn es dann gerade regnet, an dem Tag mit dem Fahrrad fahren, dass ich da auf jeden Fall eine gute Alternative habe, entweder Regenschutzkleidung oder mit Bus und Bahn fahren kann. Es sind wie so oft die kleinen Dinge, die aber in der Masse viel bewirken können. Und wenn dann noch die Politik reagiert und zum Beispiel die Infrastruktur so ausbaut, dass es Spaß macht, auf günstige öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, dann wäre schon einiges erreicht. Denn es geht letztlich nicht nur um das Klima, sondern auch um das Leben unserer Kinder und Enkel.